Heute kommen wir zu meinen persönlichen Lieblingsattraktionen der Insel, den alten Tunnelfestungen. Ich finde die wahnsinnig faszinierend. Die gibt es so nur auf Kinmen. Sie erläutern euch die einzigartige Geschichte der Insel. Also sprechen wir darüber. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Ferdinand und ihr hört den Kinmen Podcast, das versteckte Fenster Taiwans. Und versteckt ist genau das richtige Schlüsselwort, denn wir sprechen über die Tunnel der Insel. Kinmen stand zwischen 1949 und 1979 immer wieder unter heftigem Artilleriefeuer. Aus diesem Grund errichtete die taiwanesische Armee jede Menge Tunnelanlagen, um die Soldaten zu schützen. Zeitweise waren über 100.000 Soldaten auf Kinmen stationiert. Sie und die Zivilbevölkerung mussten sich irgendwie vor dem Artilleriebeschuss schützen können und deshalb gibt es diese Tunnel. Glücklicherweise hat sich Kinmen zu einer Touristeninsel gewandelt und diese Tunnelanlagen sind heute eben Touristenattraktionen. Wir sprechen gleich noch über den Zaishang und Jiugong-Tunnel, die beiden berühmtesten Tunnelanlagen auf der Insel. Es gibt aber noch jede Menge weitere unterirdische Befestigungen, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, wenn ihr Kinmen besucht. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, mein Name ist Ferdinand Kunz, ich dokumentiere die Insel seit 2023 in meinem Travel-Vlog hier auf YouTube auf Traveling Kunz. Ich habe außerdem einen Blog angefangen auf travelingkunst.com, wo ich auch regelmäßig Artikel über Kinmen schreibe. Und seit diesem Jahr gibt es eben auch diesen Podcast, praktisch das Hörbuch zu Insel mit weniger Bildern, dafür aber in 3 Sprachen. Wenn ihr jetzt diesen Podcast hier hört und sagt, ich will aber mehr Bildmaterial, dann habt ihr Glück, denn ich habe zu jedem der hier erwähnten Tunnel ein eigenes Video gemacht. Das ist in meiner Kinmen Travel Tales Playlist oder ihr geht einfach runter in die Beschreibung. Da habt ihr alle wichtigen Links, inklusive der Google Map Links zu allen Locations. Und wenn ihr da unten schon seid, bitte nicht vergessen, den Like-Button zu klicken. Und damit fangen wir auch an direkt mit der ersten Location, dem Mashan Observation Point oder der Mashan Observation Station ganz im Norden von Kinmen. An keinem Ort in Taiwan ist man China so nahe, an keinem Ort ist die Distanz zwischen China und Taiwan so kurz. Während der Ebbe sind es weniger als 2 Kilometer bis aufs chinesische Festland. Es ist also keine Überraschung, dass der Mashan Observation Point sehr beliebt bei Deserteuren war. Von hier kann man relativ einfach nach China schwimmen. In meinem Video zum Mashan Outpost erläutere ich zum Beispiel die Geschichte von Justin Yifu Lin, der von hier im Jahre 1979 desertierte. Er schwamm nach China, wurde später Chefökonom und Vizepräsident der Weltbank und ist heute ein anerkannter Wirtschaftsprofessor. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob diese Geschichte wirklich zu 100% stimmt. Es gibt gute Quellen, die die Flucht tatsächlich belegen. Andererseits hört sich die Geschichte auch einfach wie so Quark an, den Professoren bewusst in ihre Wikipedia-Artikel schreiben, um ihre Studierenden aufs Korn zu nehmen. Aber zurück zum Mashan-Beobachtungsposten. Wenn ihr also dort ankommt, dann werdet ihr erstmal durch einen ganz langen Korridor, durch einen ganz langen Gang laufen, minutenlanges Laufen und dann kommt ihr eben zur Aussichtsplattform. Dann habt ihr ein paar Ferngläser und ihr seht, Überraschung, Xiamen. Andererseits ist die Anlage aber nicht mega groß. Es gibt keine schwere Bewaffnung oder so. Es war ein reiner Beobachtungsposten. Wir sprechen aber gleich noch über die Verteidigungsanlagen und die Verteidigungstunnel. Besonders nach der zweiten Krise in der Taiwanstraße im Jahre 1958 erkannte die taiwanesische Armee, dass Kinmen besonders anfällig für Seeblockaden ist und hat deshalb heftig in die Verteidigung der Insel investiert. Ein Schritt dabei war im Jahre 1961 der Bau des Zaishan-Tunnels. Und zwar hat man da im Schichtbetrieb sehr eilig einen riesigen Tunnel als unterirdischen Hafen gebaut. Der Bau dauerte einige Jahre, es war sehr aufwendig. Ziel war eben, einen sicheren Hafen für kleinere Boote zu bauen, die dann dort sicher be- und entladen werden konnten und dann eben die Soldaten auf Kinmen versorgen und transportieren konnten.
Der Tunnel ist extrem. 360 Meter Wasserstraße in massiven Fels gesprengt, in massiven Fels getrieben. Auf jeden Fall sehr sehenswert, aber auch sehr kostspielig. Deshalb ist es wenig überraschend, dass der Tunnel von der Armee im Jahre 1986 schon wieder aufgegeben wurde, da es eben keinen richtigen Nutzen mehr gab, nachdem das Artilleriefeuer eingestellt wurde. Wie angemerkt, heute eine Touristenattraktion und heute wieder geöffnet. Die Armee hat den Tunnel an den Kinmen National Park übergeben und er wurde im Jahr 1998 für Touristen geöffnet. Seitdem eben eine sehr wichtige Touristenattraktion. Schaut es euch auf jeden Fall an, wenn ihr auf Kinmen seid. Der Tsae Shan Tunnel ist besonders berühmt für die klassischen Musikkonzerte, die es dort einmal im Jahr gibt. Es ist absolut genial. Ihr habt eine krasse Akustik. Die Band und die Sänger sind dabei auf einem Floß und fahren an den Zuschauern vorbei. Ich habe es selbst erlebt. Total geniale Sache. Wenn ihr die Möglichkeit habt, den Konzerten beizuwohnen, dann macht es auf jeden Fall. Ich muss euch aber vorwarnen, Tickets sind immer sehr schnell vergriffen. Der Tsae Shan Tunnel ist im Südosten von Kinmen, also auf der China-abgewandten Seite. Die größte Tunnelanlage der Insel ist weiter nördlich. Der Jiaogong Tunnel auf Xiaojinmen ist nochmal ein deutliches Stück größer und wahrscheinlich die meistbesuchte Tunnelanlage auf ganz Kinmen. Der Jiaogong Tunnel dient auch der Versorgung der Insel, dient auch der Versorgung der Soldaten. Er ist auch in massiven Fels getrieben, aber er ist eben fast 800 Meter lang, also doppelt so groß wie der Tsae Shan Tunnel. Ziemlich extrem und auf jeden Fall sehenswert. Genau genommen ist der Jiaogong Tunnel eigentlich ein Tunnelnetzwerk, aber er ist nur teilweise für Besucherinnen und Besucher heute geöffnet. Ihr könnt nur den Haupttunnel sehen, der ist aber schon groß genug. Und genau wie der Tsae Shan Tunnel wurde der Jiaogong Tunnel auch aus Kostengründen von der Armee aufgegeben und ist heute eben eine Touristenattraktion. Die Tunnel verdeutlichen für mich so ein bisschen die Dimension dieses Konfliktes. Wie schon angemerkt, waren zeitweise über 100.000 Soldaten auf Kinmen, also wesentlich mehr Soldaten als Zivilisten, und die mussten irgendwie versorgt und geschützt werden, und das fühlt ihr definitiv in den Tunneln. Tsae Shan und Jiaogong dienten beide der Versorgung der Insel. Sie sind eigentlich keine richtigen aktiven Verteidigungsanlagen. Deshalb sprechen wir jetzt einmal über die Verteidigung der Insel. Wie haben denn die Kinmenesen zurückgeschossen? Die Versorgung der Soldaten war natürlich nur Mittel zum Zweck. Wenn ihr sehen wollt, wie Kinmen wirklich verteidigt wurde, dann schaut euch das Mountain Lion Haubitzer Fort, auch Sashan Haubitzer Front genannt, an. Dabei handelt es sich, wie der Name schon sagt, um eine Haubitzenstellung, genau genommen die letzte ihrer Art auf Kinmen. Die Haubitze selbst ist heute außer Betrieb und entmilitarisiert. Es finden aber fast täglich Vorführungen mit Schauspielern statt, die an die August 23rd Artillerieschlacht erinnern. Die militärischen Drills habe ich in meinem Video zum Mountain Lion Haubitzer Fort dokumentiert. Der Name der Schlacht bezieht sich auf die intensivste Kampfphase der zweiten Taiwan-Straßenkrise. Sie begann eben am 23. August und dauerte bis zum 5. Oktober 1958. Das war die krasseste Eskalation in der Geschichte der chinesisch-taiwanesischen Beziehungen. In dieser Zeit geriet Kinmen unter massiven Artillerie-Dauerbeschuss. China feuert über mehrere Monate hinweg ununterbrochen, bis die Munition ausging. Über 400.000 Artilleriegranaten gingen auf Kinmen nieder. Entsprechend wichtig ist das Gedenken an die Schlacht heute. Kinmen blieb Teil von Taiwan und die Artilleriegranaten werden heute genutzt, um daraus Messer zu machen. Ich habe die Kinmen Knives von Master Wu in meiner Episode zu den Produkten von Kinmens bereits erwähnt. Ich möchte außerdem noch hinzufügen, dass nicht alle Granaten, die aus China geschossen wurden, wirklich Explosivgranaten waren. Einige Granaten enthielten auch einfach nur Propagandabotschaften und sind praktisch als Ganzes erhalten. Die taiwanesische Armee schoss damals eben zurück, und zwar von Stellungen wie eben genau von dieser hier. Es wurde eine Haubitzenstellung tief unter den Löwenberg getrieben
und von hier konnten dann die taiwanesischen Soldaten die angreifende Rote Armee bekämpfen. Die Tunnelanlage ist mit 500 Metern riesig und ist so konzipiert, dass ein komplettes Infanteriebataillon darin Schutz findet. Außerdem ist der Tunnel so konzipiert, dass Fahrzeuge und anderes Gerät wirklich darin gewendet werden können. Heute könnt ihr euch das alles anschauen. Es gibt ein paar Ausstellungsstücke, es gibt Artilleriemunition und es gibt eben diese 8 Zoll Haubitze mit einer Reichweite von 17 Kilometern. Von hier hätte man also Sherman unter Beschuss nehmen können. Und weil wir über die Gefahren und Kämpfe des Krieges sprechen, möchte ich hier nochmal das Landminenmuseum auf Xiao Jinmen erwähnen. Das haben wir in der Episode zur kleinen Kinmen-Insel bereits besprochen. Trotzdem unbedingt anschauen. Auf Kinmen wurden über 100.000 Landminen verlegt, aber keine Sorge, heute ist die Insel minenfrei. Das Landminenmuseum dokumentiert die Landminenverlegung auf Kinmen, es dokumentiert auch die Entfernung der Landminen und spricht auch wirklich viel über die Gefahren von Landminen allgemein. Allein deshalb ist es schon sehenswert, aber on top habt ihr noch die einzigartige Architektur des Museums. Es ist nämlich größtenteils unterirdisch in einem Tunnel und befindet sich zwischen 2 ehemaligen Militärbasen, die eben von diesem Tunnel verbunden wurden. Wenn ihr jetzt nicht die Möglichkeit habt, das Museum zu besuchen, aber es trotzdem euch anschauen wollt, ich habe ein eigenes Video dazu, wo ich euch mit ins Landminenmuseum von Kinmen nehme. Jetzt haben wir über die Versorgung der Soldaten gesprochen, wir haben über die Verteidigung der Insel gesprochen, wir müssen aber auch noch über die Zivilbevölkerung sprechen, denn die musste ja auch vor dem Artilleriefeuer geschützt werden und dafür gab es auch Tunnel. Einer davon ist der Jincheng Defense Tunnel in der heutigen Hauptstadt von Kinmen. Der Jincheng Zivilschutztunnel wurde Ende der 60er Jahre eröffnet und ist praktisch eine Art, sich mit dem Artilleriefeuer anzufreunden. Er sollte die Zivilbevölkerung schützen und verbindet wichtige öffentliche Einrichtungen wie eben Schulen, das Rathaus, Postämter, Ver- und Entsorgungswerke und viele andere Dinge in einem unterirdischen Tunnelnetzwerk. Das Tunnelnetzwerk ist insgesamt 2,3 Kilometer lang. Ihr könnt einen Teil davon euch heute anschauen, aber nur im Rahmen einer geführten Tour. Ihr könnt das nicht alleine erkunden. Die Touren sind dafür aber kostenfrei. Überhaupt sind alle Tunnel auf der Insel kostenlos besuchbar. Das Einzige, was ich in diesem Podcast erwähnt habe, wo ihr bezahlen müsst, sind die Tunnelkonzerte im Zhaishan-Tunnel. Der Tunnel selber ist ebenfalls kostenlos besuchbar. Die Zivilbevölkerung wurde für den Ernstfall ausgebildet und trainiert. Chiang Kai-shek verfügte, dass alle Kinmenesen im Alter von 12 Jahren und mehr militärisch ausgebildet wurden. Sprich, sie wurden trainiert, wie man sich verhalten sollte, wenn es zu einem Artillerieangriff kommt. Also wie verhalte ich mich in den Tunneln. Sie wurden aber auch militärisch trainiert und konnten als Soldaten eingesetzt werden. Im Falle einer Invasion waren also auch alle Schülerinnen und Schüler angewiesen, zur Waffe zu greifen und Kinmen zu verteidigen. Das ist alles ganz schön heftig. Im Eingangsbereich des Jincheng Civil Defense Tunnels habt ihr dazu ein kleines Museum. Es waren wirklich schwierige Zeiten. Dann habe ich noch einen Tunnel bzw. das Kinmen Guesthouse. Das ist kein Hotel bzw. kein Hotel mehr. Es ist heute ein Museum. Ihr könnt dort nicht mehr übernachten. Trotzdem ist es sehr sehenswert. Wir sprechen von einem unterirdischen Tunnelhotel und hier übernachteten früher hochrangige VIPs während ihres Besuchs auf Kinmen. Ein Großteil der 31 Zimmer befindet sich in einem 320 Meter langen Tunnel unterhalb des Tayu-Berges. In diesen Zimmern übernachteten unter anderem der frühere Premierminister Lee Kuan-yew. Auch Theresa Teng übernachtete hier, wenn sie Kinmen besuchte. Wohlgemerkt alles zu einer Zeit, bevor Kinmen zur sicheren Touristeninsel wurde. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer zum Geier ist Theresa Teng, sie ist eine der berühmtesten und erfolgreichsten asiatischen Sängerinnen. Sie kommt aus Taiwan und hat eine besondere Beziehung zu Kinmen. In Asien ist sie auch unter dem Namen Teng Li-chun bekannt und sie ist wirklich berühmt. Kurz gesagt, keine Karaoke-Party kommt ohne ihre Lieder aus. Sie ist gewissermaßen die taiwanesische Taylor Swift ihrer Zeit.
Wenn ihr mehr über sie erfahren wollt, im Kinmen Guesthouse gibt es tatsächlich ein Museum, das ihr gewidmet ist, natürlich mit speziellem Bezug, warum sie so oft in Kinmen war. Ich möchte noch kurz anmerken, dass ihr im Kinmen Guesthouse das Museum und ein, zwei Räume des Hotels euch anschauen könnt. Der Tunnel ist aber der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Theresa Tangs Musik wird heute noch von den riesigen Lautsprechern an der Beishan Seawall in Kinmen gespielt, wenn auch wesentlich leiser als früher und nur noch für Touristen. Während des Konflikts wurden über diese Lautsprecher Propagandanachrichten nach China gesendet. Einfache Aufforderungen an die Armee, die Waffen niederzulegen, aber eben auch Balladen von Theresa Tang. Und Propaganda ist ein gutes Schlusswort, denn in der nächsten Folge sprechen wir über Kinmen in der Medienwelt, wir sprechen über Fake News und wir sprechen auch über die Zukunft dieses Podcasts. Für heute machen wir Schluss. Wie erwähnt, ihr habt alle Locations, alle Links unten in der Beschreibung. Wenn ihr da unten seid, bitte nicht vergessen, Like und Subscribe. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Tschüss und bis bald. Thank you so much for watching. Hope to see you soon. Like and subscribe.